Lektion 1: Reisetipps. Hallo Anna, ich habe an unsere letzte Reise gedacht und daran, dass der Bezahlvorgang manchmal verwirrend sein kann. Ich weiß, was du meinst. Ich mache mir beim Auschecken immer Sorgen um die Rechnung. Gab es irgendwelche Probleme? Nicht wirklich, aber mir ist aufgefallen, dass einige Leute beim Auschecken nicht verstanden haben, dass sie an der Rezeption bezahlen können. Das ist ein häufiger Fehler. Es ist wichtig, vor der Abreise alle Anklagepunkte zu klären. Genau. Ich überprüfe meine Rechnung immer noch einmal, um sicherzustellen, dass keine unerwarteten Gebühren anfallen. Das ist klug. Ich erinnere mich, dass mir einmal ein Artikel aus der Minibarenrechnung gestellt wurde, den ich nicht einmal benutzt hatte. Das ist frustrierend. Hotels sollten sich darüber im Klaren sein, was im Preis inbegriffen ist und was nicht. Definitiv. Ich stelle immer Fragen, wenn etwas unklar erscheint. Kommunikation ist der Schlüssel. Rechts. Und es hilft, beim Einchecken das Kleingedruckte zu lesen. Das kann Ihnen später viel Ärger ersparen. Ich stimme zu. Außerdem führe ich gerne Buch über meine Ausgaben während des Aufenthalts. Es sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt. Das ist eine tolle Idee. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihr Budget einzuhalten. Ja, darüber hinaus erleichtert es den Kostenvergleich bei der Planung zukünftiger Reisen. Apropos Kosten. Ich habe kürzlich erfahren, dass einige Hotels Rabatte für längere Aufenthalte anbieten. Sehr Das sind nützliche Informationen. Ich wollte schon immer Orte für längere Zeit erkunden. Ebenfalls. Es ist schön, sich einzuleben und die lokale Kultur wirklich zu erleben. Absolut. Und manchmal findet man einzigartige Attraktionen, die nicht in den typischen Reiseführern stehen. Rechts. Die Erkundung weniger bekannter Gebiete kann zu den schönsten Reiseerinnerungen führen. Haben Sie auf Reisen schon einmal ein besonders unvergessliches Erlebnis gehabt? Ja, einmal stieß ich zufällig auf ein lokales Festival und die Gemeinschaft war so herzlich. Das klingt unglaublich. Es sind Momente wie diese, die eine Reise lohnenswert machen. Genau. Es geht darum, mit Menschen in Kontakt zu treten und neue Erfahrungen zu machen. Ich kann unsere nächste Reise kaum erwarten. Mit all diesen Tipps bin ich mir sicher, dass es noch besser wird als das letzte. Definitiv. Lasst uns einen Plan schmieden und gemeinsam etwas Neues erkunden. Lektion 2: Backabenteuer. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du neulich Kekse gebacken hast. Wie ist es gelaufen? Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe beschlossen, Schokoladenkekse zu backen. Sie sind meine Favoriten. Gute Wahl. Haben Sie besondere Zutaten verwendet? Ja, ich habe eine Tafel Schokolade zerteilt und in Stücken hinzugefügt, anstatt Chips zu verwenden. Dadurch wurden die Kekse besonders klebrig. Das hört sich köstlich an. Ich liebe klebrige Kekse. Wie hast du es geschafft, dass die Schokolade genau richtig schmilzt? Ich habe die Schokoladenstücke in den letzten Minuten des Backens hinzugefügt. Dadurch bleiben sie weich und schmelzen perfekt. Toller Tipp. Hatten Sie beim Backen irgendwelche Herausforderungen? Eigentlich habe ich es getan. Zuerst habe ich das Mehl falsch abgemessen und am Ende war der Teig zu klebrig. Oh nein. Wie haben Sie es behoben? Ich habe noch etwas Mehl hinzugefügt, bis die richtige Konsistenz erreicht war.
Es geht darum, die perfekte Balance zu finden. Das stimmt. Backen ist manchmal wie eine Wissenschaft. Hat dir jemand in der Küche geholfen? Mein kleiner Bruder wollte helfen, aber hauptsächlich wollte er nur den Keksteig essen. Klassischer Geschwisterumzug. Der Teig ist oft der beste Teil. Konnte er überhaupt helfen? Ein wenig. Ich ließ ihn die Zutaten mischen und er war so stolz auf sich. Das ist großartig. Gemeinsames Backen kann für tolle Erinnerungen sorgen. Definitiv. Auch wir haben ein Schaus angerichtet, aber am Ende hat es sich gelohnt. Ein bisschen Schaus gehört zum Spaß dazu. Wie sind die Kekse geworden? Sie sind großartig geworden. Jeder in meiner Familie liebte sie. Wir haben die ganze Schage an einem Abend fertiggestellt. Wo? Das ist beeindruckend. Hast du das Rezept mit jemandem geteilt? Ja, ich habe es mit meinen Freunden geteilt und sie möchten es auch versuchen. Das ist großartig. Es macht Spaß, die Freude am Backen zu verbreiten. Planen Sie, andere Rezepte auszuprobieren? Ich tue. Ich denke darüber nach, als nächstes mit Haferflocken Rosinnenkeksen zu experimentieren. Haferflockenrosinen klingt köstlich. Habt ihr dafür spezielle Tricks? Lektion 3: Preise verstehen. Hallo Anna, ich wollte unsere Pläne für das neue Projekt besprechen. Hervorragend, jetzt sprechen wir über Preise und Zahlungsbedingungen. Es ist wichtig, sich von Anfang an über die Kosten im Klaren zu sein. Was denken Sie über das Budget? Meiner Meinung nach sollten wir alle potenziellen Ausgaben darlegen, einschließlich Material, Arbeit und unerwarteter Kosten. Das macht Sinn. Ein detailliertes Budget hilft, spätere Überraschungen zu vermeiden. Wie wollen Sie mit den Zahlungsbedingungen umgehen? Ich denke, es wäre eine gute Idee, im Voraus eine Anzahlung anzubieten. Es stellt das Engagement des Kunden sicher. Ich stimme zu. Eine Anzahlung trägt auch zur Deckung der Anschaffungskosten bei. Welcher Prozentsatz ist Ihrer Meinung nach angemessen? Typischerweise sind 20 bis 30% Standard. Es bietet uns genügend Sicherheit, ohne für Sie zu belastend zu sein. Das klingt fair. Wie sollen wir nach der Einzahlung die restlichen Zahlungen strukturieren? Ich schlage vor, den Rest in Meilensteine aufzuteilen. Wir können für jede Zahlung spezifische Leistungen festlegen. Das ist ein kluger Ansatz. Dadurch werden beide Parteien zur Rechenschaft gezogen und der Fortschritt sichergestellt. Wie sieht es mit dem Zeitplan für diese Zahlungen aus? Idealerweise sollten wir die Zahlungen an den Projektphasen ausrichten. Beispielsweise könnten wir nach dem ersten Entwurf eine weitere Zahlung verlangen. Perfekt. Auf diese Weise kann der Kunde den Wert sehen, den er in jeder Phase erhält. Haben Sie Verzugszinsen für überfällige Zahlungen in Betracht gezogen? Ja, ich denke, die Aufnahme einer Säumnisgebührklausel ist sinnvoll. Es fördert pünktliche Zahlungen und schützt unser Unternehmen. Bitte ruf. Es ist wichtig, Professionalität zu bewahren und gleichzeitig fair zu sein. Wie stehen Sie zu Rabatten bei vorzeitiger Zahlung? Das Anbieten eines kleinen Rabatts kann Kunden dazu anregen, früher zu zahlen. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Idee gefällt mir. Er schafft guten Willen und kann unsere Beziehung zu unseren Kunden stärken. Genau. Kommunikation ist der Schlüssel.
Wir sollten sicherstellen, dass unsere Preise und Bedingungen im Vertrag klar angegeben sind. Definitiv. Ein gut detaillierter Vertrag schützt beide Parteien und legt klare Erwartungen fest. Vereinbart. Ich werde einen Vorschlag entwerfen, in dem alles dargelegt wird, was wir besprochen haben, und wir können ihn gemeinsam prüfen. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, wie sich alles zusammenfügt. Eine klare Preisgestaltung wird uns zum Erfolg verhelfen. Ich bin auch aufgeregt. Mit einem soliden Plan können wir uns darauf konzentrieren, großartige Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern. Lektion 4: Schätze der Vergangenheit. Hallo Anna, ich habe über eine Figur namens Marley und seine ungewöhnlichen Schätze gelesen. Erwicke. Von was für Schätzen reden wir? Er hatte Schlüssel, Geldkassetten, Hauptbücher, Geldbörsen und sogar Urkunden. Es schien alles sehr mysteriös. Das klingt faszinierend. Jeder Gegenstand muss seine eigene Geschichte oder Bedeutung haben. Genau, die Schlüssel symbolisieren den Zugang zu verborgenen Orten, während Geldkassetten finanzielle Geheimnisse bergen. Und Hauptbücher. Sie haben wahrscheinlich Aufzeichnungen über wichtige Transaktionen geführt, oder? Ja, sie sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Geschichte und der Art und Weise, wie Menschen ihr Vermögen verwalteten. Es ist faszinierend, wie viel wir aus diesen Objekten über das Leben eines Menschen lernen können. Definitiv. Jeder Gegenstand spiegelt die Prioritäten und Werte der Person wider, der er gehörte. Ich frage mich, ob es mal mehr um Geld oder persönliche Beziehungen ging. Das ist ein interessanter Gedanke. Vielleicht schätzte er die Sicherheit über alles andere. Oder vielleicht war er auch nur ein Sammler von Erinnerungen, wobei jeder Gegenstand einen Moment in der Zeit repräsentierte. Ich mag diese Perspektive. Es zeigt, wie materielle Besitztümer emotionale Bindungen haben können. Ja, es erinnert uns daran, dass unsere Habseligkeiten oft Geschichten darüber erzählen, wer wir sind. Denken Sie, wir sollten bestimmte Gegenstände als Schätze in unserem eigenen Leben behalten? Ich glaube schon. Sentimentale Gegenstände können Trost spenden und uns an wichtige Erlebnisse erinnern. Was ist mit dir? Haben Sie besondere Gegenstände, die Sie schätzen? Tja, ich habe ein Medaillon von meiner Großmutter. Es enthält ein Bild von ihr, als sie jung war. Das ist schön. Es muss eine wunderbare Verbindung zur Geschichte Ihrer Familie sein. Das ist es wirklich. Dadurch fühle ich mich ihr nahe, auch wenn sie nicht mehr hier ist. Das ist die Kraft der Erinnerungen. Sie können auf so sinnvolle Weise erhalten werden. Ja, es ist wichtig, das, was wir haben, und die Geschichten dahinter zu schätzen. Ich stimme voll und ganz zu. Jeder Gegenstand kann eine Erinnerung an unsere Reise durchs Leben sein. Lektion vom den perfekten Ort finden. Hallo Anna, ich habe nach einer neuen Unterkunft gesucht, aber alles scheint mir zu teuer. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, etwas zu finden, das sowohl erschwinglich als auch bequem ist. Genau. Ich möchte einen Ort, an dem ich mich wie zu Hause fühle, ohne mein Budget zu sprengen. Haben Sie sich schon einmal nach Wohngemeinschaften umgesehen? Das könnte die Kosten senken. Das ist eine gute Idee. Das Teilen mit Mitbewohnern kann das Wohnen erschwinglicher machen.
Außerdem kann es Spaß machen, mit anderen zusammenzuleben. Man lernt neue Leute kennen und tauscht Erfahrungen aus. Wahr, aber ich bin etwas wählerisch, was mein Wohnumfeld angeht. Ich brauche es, um mich wohlzufühlen. Das verstehe ich. Es ist wichtig, einen Raum zu haben, in dem Sie sich entspannen können. Ich werde unbedingt die Bewertungen lesen, bevor ich mich für einen Ort entscheide. Es hilft zu wissen, was andere denken. Definitiv. Bewertungen können Ihnen Einblicke in die Atmosphäre und die Verwaltung der Immobilie geben. Haben Sie schon einmal gute oder schlechte Erfahrungen mit einer Vermietung gemacht? Tja, ich habe einmal eine schöne Wohnung gemietet, aber im Winter funktionierte die Heizung nicht gut. Das klingt frustrierend. Gerade in den kälteren Monaten ist eine angenehme Temperatur unerlässlich. Ja, ich musste mehrere Schichten anziehen, um warm zu bleiben. Es hat mir beigebracht, in Bewertungen nach Details zur Heizung zu suchen. Kluger Schachzug. Ich werde das zu meiner Checkliste hinzufügen. Was sollte ich noch beachten? Achten Sie auf Annehmlichkeiten wie Wäschemöglichkeiten und die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Guter Punkt. Diese können das tägliche Leben so viel einfacher machen. Und vergessen Sie nicht zu überprüfen, wie sicher die Nachbarschaft ist. Es ist entscheidend für den Seelenfrieden. Absolut. Eine sichere Umgebung ist nicht verhandelbar. Ich werde dazu auch etwas recherchieren. Perfekt. Mit etwas sorgfältiger Planung bin ich mir sicher, dass Sie einen tollen Ort finden werden. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer bei meiner Suche. Mal sehen, was ich finden kann. Lektion 6 der Wertebildung. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, dass manche Leute Bildung als sinnlose Übung ansehen. Das ist eine interessante Perspektive. Aber Bildung kann wirklich Türen zu besseren Berufschancen öffnen. Genau. Mit einer angemessenen Ausbildung und Zugang zu höherer Bildung können Menschen ihre Fähigkeiten erheblich verbessern. Es, es ist entscheidend für die persönliche Entwicklung und den beruflichen Aufstieg. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Hindernis? Ich glaube, dass die Erschwinglichkeit ein großes Problem ist. Viele Menschen können sich die Kosten für eine Hochschulausbildung nicht leisten. Hilf. Die Schulden der Studierenden können überwältigend sein und manche zögern, ein weiteres Studium aufzunehmen. Und das ist bedauerlich, denn Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Da, da sich der Arbeitsmarkt ständig weiterentwickelt, ist eine kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich. Ich stimme zu. Heutzutage erfordern Jobs oft spezielle Fähigkeiten, die durch Bildung vermittelt werden können. Haben Sie kürzlich Kurse besucht, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern? Ich habe mich tatsächlich für einen Online-Kurs über digitales Marketing angemeldet. Es ist faszinierend. Das hört sich großartig an. Online-Lernen macht Bildung zugänglicher und flexibler. Das tut es. Ich kann in meinem eigenen Tempo lernen und gleichzeitig Arbeit und andere Verpflichtungen unter einen Hut bringen. Ja, es ist eine bequeme Möglichkeit, weiter zu lernen. Welche Themen haben Sie im Kurs behandelt? Wir haben über Social-Media-Strategien, SEO und Techniken zur Inhaltserstellung gesprochen. Das sind wertvolle Fähigkeiten. Soziale Medien sind heutzutage ein äußerst wirkungsvolles Werkzeug für Unternehmen. Definitiv. Zu verstehen, wie man es nutzt,
kann sich wirklich auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie das Gelernte in Ihrem Beruf anwenden könnten? Ja, ich habe vor, einige Strategien umzusetzen, um unsere Online-Präsenz zu stärken. Das ist ein kluger Schachzug. Dies könnte zu mehr Engagement und potenziellen Kunden führen. Ich hoffe es. Schließlich soll es in der Ausbildung um praktische Anwendungen gehen. Hilf. Wenn wir das Lernen mit realen Szenarien verbinden, wird es bedeutungsvoll. Und deshalb glaube ich, dass jeder Zugang zu hochwertiger Bildung haben sollte. Lektion 7. Fast Abenteuer. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie beliebt Fastfood-Restaurants geworden sind? Hilf. Sie sind praktisch, besonders wenn die Leute in Eile sind. Rechts. Wenn Sie jedoch Fastfood bestellen, müssen Sie zunächst vor dem Restaurant in der Schlange stehen. Das, das kann manchmal mühsam sein, besonders zu Stoßzeiten. Genau. Es ist schon komisch, dass wir oft Lust auf Fastfood haben, wenn wir nicht viel Zeit haben. Das, aber manchmal frage ich mich, ob wir Qualität der Geschwindigkeit opfern. Das ist ein guter Punkt. Manche Fastfoods können ungesund sein, wenn sie zu oft gegessen werden. Definitiv. Es ist wichtig, Komfort und Ernährung in Einklang zu bringen. Was ist Ihr Lieblingsfastfood? Normalerweise entscheide ich mich für einen Burger und Pommes, aber wenn ich kann, versuche ich, gegrillte Gerichte zu wählen. Das ist cool. Ich esse gerne Salate oder Wraps. Sie fühlen sich etwas gesünder. Tolle Wahl. Haben Sie in letzter Zeit neue Fastfood-Restaurants ausprobiert? Ich habe kürzlich einen lokalen Burgerladen entdeckt, der Biozutaten verwendet. Es hat sehr gut geschmeckt. Das klingt erstaunlich. Biozutaten können einen großen Geschmacksunterschied machen. Außerdem fühlt es sich gut an, lokale Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Es ist schön zu wissen, wo Ihr Essen herkommt. Apropos, haben Sie schon einmal ein Fast-Food-Restaurant ausprobiert, das Sie überrascht hat? Ja, ich besuchte einen Tacoladen mit Gourmet-Optionen. Ich war beeindruckt. Wuff mit Tacos. Das klingt faszinierend. Was hast du bestellt? Ich habe einen scharfen Garnelen-Taco probiert. Es war so aromatisch und einzigartig. Das würde ich gerne ausprobieren. Es ist großartig, wenn Fast-Food-Restaurants mit ihrer Speisekarte kreativ werden. Ja, es hält die Dinge interessant und gibt uns neue Geschmacksrichtungen zum Genießen. Und es macht Spaß, verschiedene Küchen zu erkunden, selbst in einer Fast-Food-Umgebung. Genau. Fastfood muss nicht langweilig sein. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Lektion 8. Sprachbarrieren überwinden. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, auf Reisen grundlegende Sätze zu kennen. Hilf. Einfache Begrüßungen und Fragen nach dem Weg können einen großen Unterschied machen. Rechts. Nur Hallo oder Danke in der Landessprache zu sagen, zeigt Respekt. Da- Dadurch können Interaktionen viel freundlicher gestaltet werden. Planen Sie bald Ausflüge. Ich bin.
Ich fliege nächsten Monat nach Italien und möchte mein Italienisch auffrischen. Das ist spannend. Italienisch ist so eine schöne Sprache. Haben Sie bestimmte Formulierungen im Sinn? Ich möchte lernen, nach dem Weg zu fragen und Essen zu bestellen. Die sind unerlässlich. Definitiv. Wissen, wie man fragt, wo ist das nächste Restaurant, wird nützlich sein. Genau. Und ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Pizza zu probieren. Habt ihr irgendwelche Tipps? Bei der Bestellung können Sie vorher una Pizza per favore sagen, was so viel wie ich hätte gerne eine Pizza bitte bedeutet. Das klingt perfekt. Das werde ich üben. Wie wäre es mit Grüßen? Buongiorno für guten Morgen und Buonasera für guten Abend zu sagen, ist ein toller Anfang. Ich liebe das. Es fühlt sich gut an, Menschen in ihrer eigenen Sprache zu begrüßen. Es eröffnet Gespräche und sorgt dafür, dass Sie sich verbundener fühlen. Sind Sie schon einmal nach Italien gereist? Ja, ich war letztes Jahr dort. Die Kultur und das Essen waren unglaublich. Was war Ihr Lieblingsteil der Reise? Ich habe es geliebt, die kleinen Städte zu erkunden. Jedes hatte seinen eigenen Charme und seine eigene Geschichte. Das klingt wunderbar. Ich hoffe, auch einige wenige touristische Orte besuchen zu können. Definitiv. Vergessen Sie nicht, die Einheimischen nach Empfehlungen zu fragen. Sie kennen oft die besten Plätze. Tolle Idee. Das werde ich mir notieren. Wie haben Sie sich zurechtgefunden? Ich habe eine Kombination aus Karten und Wegbeschreibungen verwendet. Die meisten Leute waren sehr hilfsbereit. Das ist beruhigend. Ich werde darauf achten, meine Sätze zu üben, damit ich mich sicherer fühle. Lektion 9: Gemeinsamkeiten finden. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit viel über Verhandlungen nachgedacht. Puh, was hat Ihr Interesse daran geweckt? Nun, bei jeder Verhandlung ist es wichtig, ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen. Zuruf. Es geht darum, eine Einigung zu erzielen, bei der beide Parteien zufrieden sind. Rechts. Welche Strategien eignen sich Ihrer Meinung nach am besten, um dies zu erreichen? Aktives Zuhören ist der Schlüssel. Wenn wir die Bedürfnisse der anderen Person verstehen, können wir bessere Lösungen vorschlagen. Das macht Sinn. Manchmal kann allein das Hören der anderen Seite neue Möglichkeiten eröffnen. Ja, es zeigt Respekt und kann dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen, was bei Verhandlungen von entscheidender Bedeutung ist. Waren Sie schon einmal an einer Verhandlung beteiligt, die aufmerksames Zuhören erforderte? Ja, einmal habe ich mit einem Kunden einen Projekttermin ausgehandelt. Das Zuhören half mir, ihre Bedenken zu verstehen. Das ist ein tolles Beispiel. Was haben Sie getan, um Ihre Sorgen auszuräumen? Ich habe einen schrittweisen Ansatz vorgeschlagen, der es ihnen ermöglicht, Fortschritte zu erkennen und uns gleichzeitig mehr Zeit zu geben. Kluger Schachzug. Es geht darum, die Balance zwischen Flexibilität und Erfüllung der Erwartungen zu finden. Ja, und es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was sie liefern können und was nicht. Transparenz ist der Schlüssel. Es hilft, Missverständnisse auf der ganzen Linie zu vermeiden. Beruf. Hatten Sie schon einmal eine schwierige Verhandlung?
Ja, als ich über mein Gehalt verhandeln musste. Es war nervenaufreibend. Ich kann es mir vorstellen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich habe die Marktpreise recherchiert und meine Punkte mit einem Freund geübt. Das ist eine kluge Strategie. Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken. Genau. Ich wollte meinen Antrag stichhaltig begründen. Und wie ist es ausgegangen? Am Ende bekam ich eine Gehaltserhöhung. Es fühlte sich großartig an, für mich selbst einzutreten. Lektion 10. Entscheidungen zu Gesundheit und Wohlbefinden. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Gesundheit nachgedacht und darüber, was wir tun können, um uns besser zu fühlen. Das ist ein tolles Thema. Sich um unsere Gesundheit zu kümmern, wirkt sich wirklich positiv auf unser allgemeines Wohlbefinden aus. Genau. Ich nehme täglich Multivitamin und Omega-3 Nahrungsergänzungsmittel. Sie helfen mir, mich energiegeladener zu fühlen. Das ist klug. Omega-3 ist für seine Vorteile bei der Unterstützung der Herzgesundheit und der Gehirnfunktion bekannt. Ja, ich habe gelesen, dass es auch die Stimmung verbessern und Entzündungen reduzieren kann. Was ist mit dir? Ich versuche, mich ausgewogen zu ernähren, nehme aber auch Vitamin D zu mir, besonders im Winter, wenn die Sonneneinstrahlung begrenzt ist. Das macht Sinn. Vitamin D ist entscheidend für die Knochengesundheit und die Immunfunktion. Fest, es ist erstaunlich, wie sehr unsere Ernährung unsere Stimmung und unser Energieniveau beeinflusst. Absolut. Ich habe einen Unterschied bemerkt, seit ich angefangen habe, mich auf das zu konzentrieren, was ich esse. Ich, auch, ich achte auch darauf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ausreichend Wasser zu trinken ist wichtig. Definitiv. Manchmal vergesse ich es, besonders wenn ich beschäftigt bin. Wie erinnerst du dich daran? Ich habe eine Wasserflasche in der Nähe und stelle Erinnerungen auf meinem Telefon ein. Es hilft wirklich. Das ist eine tolle Idee. Das sollte ich versuchen. Gibt es noch andere Nahrungsergänzungsmittel, die Sie einnehmen? Ich nehme gelegentlich Probiotika für eine gesunde Verdauung. Sie können wirklich bei der Darmbalance helfen. Probiotika sind interessant. Ich habe gehört, dass sie die Verdauung verbessern und das Immunsystem stärken können. Ja, es geht darum, unseren Körper auf unterschiedliche Weise zu unterstützen. Haben Sie schon einmal Superfoods probiert? Ja, ich liebe es, meinen Smoothies Chiasamen und Spinat hinzuzufügen. Sie sind voller Nährstoffe. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Superfoods können unsere Mahlzeiten wirklich bereichern. Ich mag auch Beeren. Sie sind köstlich und voller Antioxidantien. Beeren sind gut für Ihre Haut und die allgemeine Gesundheit. Was ist dein Favorit? Ich glaube, Blaubeeren sind mein Favorit. Sie sind süß und vielseitig. Ich liebe sie auch. Sie eignen sich perfekt für Smoothies, Salate oder einfach als Snack. Genau. Gesunde Ernährung kann Spaß machen, wenn wir kreativ werden. Lektion 11. Auswärtsessen. Hi Anna, hast du schon von dem neuen Restaurant in der Innenstadt gehört? Ja, ich habe gelesen, dass Sie keine Reservierungen entgegennehmen. Es gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst oder. Genau. Ich denke, das ist ziemlich praktisch für Leute, die es ausprobieren möchten. Ich stimme zu. Es ermöglicht ein spontaneres Speiseerlebnis.
Wie lange dauert es normalerweise, einen Tisch zu bekommen? Nach allem, was ich gehört habe, kann es variieren. Manchmal kann es sein, dass Sie 20 Minuten warten, aber manchmal kann es auch über eine Stunde dauern. Das ist nicht schlecht für einen beliebten Ort. Denken Sie, dass sich das Warten lohnt? Definitiv. Ich habe einige tolle Kritiken über Ihr Essen gesehen. Die Leute sagen, es sei köstlich. Welche Art von Küche servieren Sie? Sie sind auf Fusionsgerichte spezialisiert, die verschiedene Geschmacksrichtungen und Stile kombinieren. Das klingt faszinierend. Gibt es bestimmte Gerichte, die Sie unbedingt probieren möchten? Ich bin wirklich neugierig auf Ihr würziges Marmorhähnchen. Es klingt einzigartig. Wurf, das klingt wirklich interessant. Ich würde gerne so etwas anderes ausprobieren. Was ist mit dir? Gibt es etwas auf der Speisekarte, das Ihnen aufgefallen ist? Tja, ich habe gesehen, dass es eine vegetarische Variante mit geröstetem Gemüse und Quinoa gibt. Das hört sich gesund und lecker an. Es ist großartig, dass Sie eine Auswahl für jeden bieten. Ja, eine abwechslungsreiche Speisekarte ist immer ein Plus. Haben Sie darüber nachgedacht, dieses Wochenende hinzufahren? Ja, ich denke, es wäre ein lustiger Ausflug. Wir könnten früher gehen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Das ist klug. Wir konnten sogar vor dem Abendessen noch ein wenig die Gegend erkunden. Tolle Idee. Es gibt ein paar Geschäfte in der Nähe, die interessant aussehen. Perfekt. Dann planen wir, uns gegen 17:00 zu treffen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf. Hoffen wir, dass wir schnell einen Tisch bekommen. Definitiv. Und ich denke, es hilft den Schülern, Teamarbeit und Kommunikationstätigkeiten zu erlernen. Genau. Diese Fähigkeiten sind für die Zukunft von entscheidender Bedeutung, insbesondere in der Highschool und darüber hinaus. Lektion 12. Budgetierung für Reisen. Hallo Anna, ich plane eine Reise und muss das Budget sorgfältig planen. Ich möchte sicherstellen, dass ich über alle Ausgaben Rechenschaft ablege. Das ist klug. Haben Sie die Gesamtkosten schon geschätzt? Ja, nach einigen Berechnungen beläuft sich der Gesamtbetrag, einschließlich Steuern und Gebühren, auf 800 US-Dollar. Passt das in Ihr Budget? Das stimmt, aber ich möchte sicherstellen, dass ich während meines Aufenthalts genug für Aktivitäten und Mahlzeiten habe. Gute Gedanke. Haben Sie darüber nachgedacht, wie viel Sie jeden Tag für Lebensmittel ausgeben werden? Ich hatte mit etwa 30 bis 50 Dollar pro Tag für Mahlzeiten gerechnet. Das erscheint sinnvoll, um lokale Restaurants auszuprobieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Essen vor Ort kann Ihr Reiseerlebnis wirklich bereichern. Wie sieht es mit Aktivitäten aus? Ich möchte etwa 100 US-Dollar für Aktivitäten einplanen, etwa Eintrittsgelder für Attraktionen und vielleicht ein oder zwei Touren. Das ist eine tolle Idee. Führungen können wertvolle Einblicke in die lokale Kultur vermitteln. Haben Sie bereits nach bestimmten Aktivitäten recherchiert? Ja, ich habe ein paar interessante Möglichkeiten gefunden, etwa eine geführte Wanderung und eine kulturelle Aufführung. Beide scheinen ihren Preis wert zu sein. Die klingen fantastisch. Solche Erlebnisse können Ihre Reise wirklich unvergesslich machen. Haben Sie über die Transportkosten nachgedacht? Ich habe. Ich habe vor, so viel wie möglich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ich schätze dafür etwa 50 Dollar. Das ist ein kluger Schachzug.
Öffentliche Verkehrsmittel sind oft günstiger und bieten Ihnen die Möglichkeit, die Stadt aus einer lokalen Perspektive zu erkunden.